Hi, welcome back to the online retreat, Hallo, willkommen zurück zum Online-Retreat, the Wheel of Life. das Rad des Lebens. And I'm happy to have Alice and Joe translating today. Thank you. Ich freue mich, dass Alison Zoe heute übersetzt. Session Danke. 12, the name we chose is called Misunderstanding How I Met My Teacher. Session 12 nennen wir Missverstehen, wie ich meinen Lehrer getroffen habe. And we're going to be doing a meditation. Wir machen eine Meditation, We're going to explore wir erforschen the dependent origination of my teacher das abhängige Entstehen meines and the Lehrers emptiness of my teacher. und die Leerheit meines Lehrers. So what does that mean? Was heißt das? In the meditation, In der Meditation we're going to picture our teacher in front of us. stellen wir uns unseren Lehrer vor You know, uns vor. we've been picturing the teacher knee to knee. Erinnert euch, wir haben uns den Lehrer Knie an Knie But for vorgestellt. this meditation, I'm going to ask you to put your teacher up a little bit higher, which is traditional. Aber für diese Meditation bitte ich euch, euren Lehrer etwas höher zu platzieren. Das ist so überliefert. Like they're sitting on a teaching throne, just they start about here. Als ob er sie auf einem Thron zum Lehren sitzt. And we're going to think about Etwas in dieser how Höhe. did I meet this teacher? Wir überlegen, wie habe ich diesen Lehrer getroffen? And then we're going to explore emptiness Und dann erforschen wir and Leerheit dependent origination. und abhängiges Okay, so let's Entstehen. start. Lasst uns By anfangen. the way, the Übrigens- picture here Das Bild hier is a dinner. ist ein Abendessen. This is called a Thanksgiving dinner. Ein Abendessen zu It's Thanksgiving. traditionally a very important holiday in America. Das ist ein sehr traditioneller und ganz wichtiger Feiertag in Amerika. And we have a dinner with the people we love and we thank them. Wir speisen mit den Menschen, die wir lieben, und wir danken ihnen. Okay, let's start the meditation. Beginnen wir mit der Meditation. So please get comfortable. Mach es dir bequem. If you're not comfortable at the beginning of the meditation, I guarantee you will be uncomfortable during the meditation. Wenn du es dir am Anfang deiner Meditation nicht bequem machst, garantiere ich dir, dass es dir während der If Meditation you're super unbequem wird. comfortable at the beginning of the meditation, Wenn du es dir am Anfang der Meditation zu you bequem will only machst, be a little bit uncomfortable during the meditation. wird es dir während der Meditation nur ein bisschen unbequem. Okay, let's start. Close your eyes. Okay, fangen wir an. Schließe deine Augen. Nice, small, gentle smile. Kleines, schönes, sanftes Lächeln. The eyelids are closed softly. Die Augenlider sanft geschlossen. And please come to your breath. Komm jetzt zu deinem Atem. We'll do the normal 10 breaths. Wir machen die üblichen 10 Atemzüge. It helps to stop the busy mind and start the meditation mind. Das hilft, den geschäftigen Geist zu stoppen und den Meditationsgeist Okay, zu here we starten. go. Los geht's. Long exhales. Lange Ausatmungen. At the end of the exhale, please breathe out a little bit extra. Am Ende der Ausatmung atme noch etwas mehr aus. Here we go. Los geht's.
Now picture your teacher in front of you. Stell dir jetzt deinen Lehrer vor dir vor. They are sitting on a teaching throne. The bottom of the place where their body meets the throne is about the height of your chest. Sie sitzt auf einem Thron. Die Höhe, auf der ihr Körper den Thron berührt, ist ungefähr die Höhe deiner Brust. And take a few moments and just get the picture clear in your mind. It's a real person. Nimm dir ein paar Minuten dafür, bekomm ein klares Bild in deinem Geist. Vor dir sitzt eine echte Person. Now I'd like you to think back. Jetzt denk bitte zurück. How did you first meet that teacher Wie hast du diesen Lehrer zum ersten Mal in diesem Leben in getroffen? this life? And I'll describe my own case. Ich beschreibe dir, wie es bei mir war. So I first saw that teacher Diese Lehrerin habe ich zum ersten Mal at a Thanksgiving dinner bei einem Abendessen zu Thanksgiving at my mother's house. im Haus meiner Mutter gesehen. And she was invited to come to my mother's house. Sie war als Gast ins Haus meiner Mutter eingeladen. And if you ask me, well, how did she come there? Wenn du mich fragst, wie kam sie dahin? I can clearly imagine, I can still remember the color of the car. Dann habe ich das Ganze klar vor Augen. Ich erinnere mich noch an die Farbe What des kind of Autos, car. das Automodell. I can remember the teacher getting out of the car. Ich erinnere mich, wie die Lehrerin ausgestiegen ist. I can imagine the car driving across the streets to my mother's house. Ich stelle mir vor, wie das Auto die Straße entlang zum Haus meiner Mutter gefahren ist. I know what those streets look like. I can imagine those streets. Ich weiß, wie diese Straßen aussehen. Ich kann mir diese Straßen vorstellen. And I know the home where my teacher was living. Ich weiß, wo meine Lehrerin gewohnt hat. Later I visited that home. Später war ich dort. So I have a clear, if you ask me how did you meet your teacher the first time? Wenn du mich fragst, wie hast du deine Lehrerin zum ersten Mal getroffen, I can remember my mother cooking the Thanksgiving meal. dann erinnere ich mich daran, dass meine Mutter das Essen für Thanksgiving I gekocht hat. actually remember I was working on a car. I was fixing a car. Ich erinnere mich sogar daran, dass ich an einem Auto gearbeitet habe. Ich habe ein Auto repariert. Driving up in their car. Ich erinnere mich, wie die Lehrerin im Auto ankam. And in my mind, I have a clear picture of how they got in the car, how they drove in the car across the streets to my house. In meinem Geist habe ich ein klares Bild, wie sie ins Auto eingestiegen ist, wie sie kam, im Auto durch die Straßen zum Haus meiner Mutter fuhr. So now look at this teacher again. Und jetzt schau dir diesen Lehrer nochmals an. And I want you to try to remember, how did you first meet this teacher? Ich möchte, dass du versuchst, dich zu erinnern, wie du diesen Lehrer zum ersten Mal getroffen hast. Where were you? Wo warst du? And what was the first few minutes like? Wie waren die ersten paar Minuten? Can you imagine how the teacher got to that place? Kannst du dir vorstellen, wie der Lehrer an diesen Platz, an diesen Ort gekommen Do ist? you remember how you got to that place? Erinnerst du dich, wie du selbst an diesen Ort gekommen bist? Let's spend a few minutes.
Lasst uns ein paar Minuten thinking about darüber nachdenken. how was it that I first met my teacher? Wie habe ich meinen Lehrer zum ersten Mal getroffen? Try to make as much detail as you can. Some of it you have to guess. Sieh es so detailliert wie möglich. Manches musst du raten. So now please come back to the present moment. Jetzt komm bitte in den aktuellen Moment zurück. That teacher is sitting on a teaching throne in front of me. Dieser Lehrer sitzt auf einem Thron vor mir. Now I'd like to have some fun. Move that teacher a little bit off to the side on the throne. Jetzt will ich etwas Spaß haben. Schieb den Lehrer auf dem Thron ein wenig zur Seite. Now bring a second teacher who looks just like the first one. Jetzt hol einen zweiten Lehrer, der genauso aussieht wie der erste. Now it's kind of fun because on the teaching throne there is enough room for two copies of my teacher to sit comfortably next to each other. Das macht Spaß, weil auf dem Thron genug Platz ist, dass zwei Kopien meines Lehrers bequem nebeneinander sitzen können. Now I'm going to ask you again. Jetzt frage ich dich nochmals. How did you first meet this new teacher, a new copy of your teacher? Wie hast du diese neue Kopie deines Lehrers das erste Mal getroffen? Now you're going to use your third eye to check about the answer to this question. Nun benutzt du dein drittes Auge, um die Antwort auf diese Frage herauszubekommen. And we're going to think about real dependence. Wir denken an das wahre abhängige Entstehen. So if I use my third eye, which is the eye of wisdom, it's not a real eye, okay? Wenn ich mein drittes Auge benutze, welches das Auge der Weisheit ist das The eye of kein wisdom, eigentliches Auge. when it's a baby, it's a kind of logic. What's logical? Das Auge der Weisheit in seinem Babyzustand ist eine Art Logik. Was ist logisch? Was macht Sinn? And when that third eye gets stronger and grows up, it becomes a direct perception of the past. Wenn dieses dritte Auge stärker wird, erwachsen wird, wird es zu einer direkten Wahrnehmung der Vergangenheit. So let's open up the third eye in the middle of our forehead. Öffnen wir also unser drittes Auge in der Mitte unserer Stirn. Let's look at this second teacher, the copy of my teacher. Schauen wir uns diesen zweiten Lehrer, die Kopie meines Lehrers an. Oh, where did this teacher come from? Woher kam dieser Lehrer? How did they come to the place where I first met them, like the Thanksgiving dinner? Wie kam sie an den Ort, wo ich sie das erste Mal getroffen habe, zum Beispiel bei dem Oh, well, Abendessen that's zu now a Thanksgiving? different question. Nun, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Maybe in a past life.
Vielleicht wurde mir in einem früheren Leben I was taught something about these topics like the Wheel of Life. etwas über diese Themen beigebracht, zum Beispiel über das Rad des Lebens. And I learned it pretty well. I studied it. I listened to the videos. I watched everything and I read the books and I got to know it pretty well. Ich habe es ziemlich gut gelernt. Ich habe es studiert, ich habe das Video angeschaut, ich habe alle gesehen und ich then habe I die Bücher met a gelesen friend of und ich mine. habe es ziemlich gut kapiert. Dann habe ich einen They Freund asked me, getroffen could you teach me a little bit about the Wheel of Life? und er hat mich gefragt, könntest du mir ein wenig über das Rad des Lebens And beibringen? I did. I shared what I understood. I know it wasn't perfect and I didn't understand everything, but I shared what I could with a good heart. Und das habe ich gemacht. Ich habe das, was ich verstanden habe, weitergeben. Ich weiß, es war nicht perfekt und ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe, Each was time I ich taught them konnte, a single mit word gutem Herzen of the weitergegeben. ideas of the Wheel of Life. Jedes Mal, wenn ich ihn auch nur ein einziges Wort der Konzepte im Rad des I Lebens planted gelehrt good habe, seeds in my mind. habe ich gute Samen in meinem Geist gepflanzt. Then maybe I died. Dann bin ich irgendwann gestorben. I went through the bardo. I was a golden color, okay? Ich kam ins Bardo und ich hatte eine goldene Farbe. And then I was born into my mother's womb in this life. Und dann wurde ich in den Schoß meiner Mutter in diesem Leben geboren. And then I grew up in my home. Und dann bin ich zu Hause aufgewachsen. And one day, Eines Tages the seeds in my mind from sharing the Wheel of Life in my past life haben sich die Samen in meinem Geist vom Weitergeben des Rad des Lebens in meinem one by früheren one, Leben suddenly in succession, one after another, plötzlich in einer Abfolge, einer nach dem anderen, those seeds opened. haben sich diese Samen geöffnet. And I saw my teacher getting out of a car because the seeds opened to see that. Und ich sah meine Lehrerin aus einem Auto aussteigen, weil die Samen, das zu sehen, And sich then the geöffnet seeds haben. opened to a picture of my Lama coming into my house. Dann haben sich die Samen zu einem Bild geöffnet von meinem Lama, wie And sie then the in seeds mein Haus opened kommt. for me to first see my Lama and first talk to them. Dann haben sich die Samen für mich geöffnet, dass ich meinen Lama gesehen und das erste Mal So mit ihr now if you geredet ask habe. me, how did you really meet them? Wenn du mich also jetzt fragst, wie hast du deinen Lehrer, wie hast du sie wirklich getroffen, Oh, my seeds created the house where they used to live. dann sage ich, meine Samen haben das Haus erschaffen, in dem sie wohnte. Then my seeds created the roads in the city which came to my mother's house. Dann haben meine Samen die Straßen der Stadt erschaffen, die zum Haus meiner Mutter führten. And then my seeds created a car which drove from her house to my mom's house. Meine Samen haben ein Auto erschaffen, das von ihrem Haus zum Haus meiner Mutter fuhr. And then my seeds created the kitchen and the dining room next to the kitchen. Dann haben meine Samen die Küche und das angrenzende Esszimmer erschaffen. And then my seeds opened into this beautiful person. Und dann haben sich meine Samen in diese wunderschöne Person geöffnet. And ever since then, Immer seitdem 65 times per second, 65 Mal pro Sekunde those many good seeds from sharing the Wheel of Life, haben sich diese guten Samen vom Weitergeben des Rad des Lebens they have been opening into this teacher who's with me now. in diese Lehrerin geöffnet, die jetzt bei mir ist. So now, if you ask me, where did this second teacher come from? Wenn du mich also jetzt fragst, woher kommt diese zweite Lehrerin? They drove from the past life in the car of dependent origination from the day I shared my understanding of the Wheel of Life. Sie fuhr aus dem vergangenen Leben im Auto des abhängigen Entstehens des Tages, an dem ich mein Verständnis vom Rad des Lebens weitergegeben habe. Now if I tell you, oh, now you have to choose one of these teachers, who's the real one? Wenn ich dir jetzt sage, du musst einen dieser Lehrer wählen,
Welches ist der wahre? Is the real teacher that first one who came in the car along the road and walked into your mom's house? Ist der wahre Lehrer der erste, diejenige, die im Auto die Straße entlang kam und ins Haus deiner Or Mutter is the real gegangen ist? teacher the one who came to you because you taught someone the wheel of life in your past life? Oder ist der wahre Lehrer diejenige, die zu dir kam, weil du in deinem vergangenen Leben jemand das Rad des Lebens beigebracht hast? Now I understand. That's the real one. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist der wahre. That's actually the dependent origination teacher. Das ist tatsächlich der Lehrer des abhängigen Well, who's the Entstehens. other teacher? Aber wer ist dann der andere Lehrer? The teacher that I met because someone built a road and someone built a house and someone built another house and someone made a dinner. Die Lehrerin, die ich traf, weil jemand eine Straße gebaut hat und jemand ein Haus gebaut hat und jemand ein anderes Haus gebaut hat und jemand ein Abendessen gekocht hat. Nice translation, thank you. Gute Übersetzung, danke. Yeah. Oh, now I realize that's not the real teacher. Ah, jetzt erkenne ich, dass dies nicht der wahre Lehrer ist. Does it look like a teacher? Sieht sie aus wie ein Lehrer? Yeah. Ja. That's why we call a parent teacher or looks like a teacher, deceptive teacher. Deswegen nennen wir sie den scheinbaren Lehrer. Sie sieht wie ein Lehrer aus, trügerischer But now I Lehrer. understand that's not the real teacher. Aber jetzt verstehe ich, das ist nicht der wahre Lehrer. That's the person who seems like the real teacher, but not the real teacher. Das ist die Person, die wie der wahre Lehrer aussieht, aber nicht der wahre Lehrer ist. I suggest we cancel that teacher. Ich schlage vor, dass wir diesen Lehrer streichen. Let's let the dependent origination teacher sit on the throne, Lasst uns den Lehrer des abhängigen Entstehens auf dem Thron sitzen. and that other teacher can disappear Und dieser andere Lehrer kann verschwinden, into thin air, just disappear, sich in Luft auflösen, einfach verschwinden, because they are empty. weil sie leer ist. They don't exist, Sie existiert nicht and they never existed. und sie hat nie It existiert. was never true Es war nie wahr, that was my real teacher. dass dies mein wahrer Lehrer war. It felt like that, Es hat sich so but I was angefühlt, wrong. aber es war falsch. Let's cancel that teacher. Lasst uns diesen Lehrer streichen. And then we come to the emptiness of the wrong teacher. Und so kommen wir zur Leerheit des falschen Lehrers. The state of mind that thought that was where my teacher came from, those roads, Der Geisteszustand, der dachte, dass mein Lehrer so kam über diese Straßen, that's link number one in the wheel of life, blind man, misunderstanding. das ist Glied Nummer 1 im Rad des Lebens, der blinde Mann, Missverständnis. And the teacher that misunderstanding thinks is the real teacher doesn't exist at all, and that is emptiness. Der Lehrer, von dem dieses Missverständnis denkt, er sei der wahre Lehrer, existiert I think überhaupt I nicht. can. The teacher, the state of mind Und das ist Leerheit. Der that Geisteszustand, believed the teacher drove to my house across those roads, der glaubt, dass die Lehrerin über diese Straße zu meinem Haus gefahren ist. that state of mind was misunderstanding. Dieser Geisteszustand war That state of mind Missverständnis. is link number one. Dieser Geisteszustand That ist state of Glied mind Nummer will get 1. me in trouble. Dieser Geisteszustand bringt mich in Schwierigkeiten. So now we understand link number one, Jetzt verstehen wir also Glied Nummer 1, misunderstanding, Missverständnis. and we understand it about our teacher Wir verstehen es über unseren Lehrer and where our teacher really came from. und woher unser Lehrer wirklich kam. And again, as we learned in the other meditation, this teacher is coming from me. Und nochmals, wie wir in der anderen Meditation gelernt haben, dieser Lehrer kommt von Let's mir. stop misunderstanding how I met my teacher the first time. Beenden wir dieses Missverständnis, wie ich meinen Lehrer das erste Mal getroffen habe. This is a very great meditation to do, Das ist eine großartige Meditation, because if you find out really why you met your teacher the first time, denn wenn du wirklich herausfindest, warum du deinen Lehrer das erste Mal getroffen hast, then you can keep your teacher dann kannst du deinen Lehrer behalten and you will never lose your teacher, und du wirst deinen Lehrer nie verlieren, because you understand that your teacher is coming from the seeds that you plant when you teach someone else the best you can.
Denn du verstehst, dass dein Lehrer von den Samen kommt, die du pflanzt, wenn du jemandem etwas beibringst, so gut du So nur let's kannst. finish the meditation. Kommen wir zum Ende dieser Meditation. Enjoy this real teacher Freue dich an diesem wahren Lehrer, sitting in front of you. der die vor dir Enjoy sitzt. understanding where they really came from. Freue dich, dass du verstehst, woher er sie wirklich kommt. And enjoy knowing that you can keep them with you now. Freue dich, dass du weißt, dass du sie nun bei dir behalten kannst. Just keep planting the seeds. Pflanze einfach weiterhin die Samen. Share what you understand as well as you can. Nobody teaches perfectly, but the best you can. Gib weiter, was du verstehst, so gut du kannst. Niemand lehrt perfekt, aber so gut du kannst. Let's give away the good karma in a golden light. Lasst uns das gute Karma in goldenem Licht weggeben. Smile. Lächle, Take a good stretch. strecke dich genüsslich. Thank you for translating. Danke fürs Übersetzen. Okay, see you in the next session. Okay, wir sehen uns in der nächsten Session.